Lektion 1: Die Feinheiten der Verhandlung. Guten Abend, Anna. Hast du von den jüngsten Verhandlungen über den Vertrag gehört? Guten Abend, John. Ja, ich habe das aufmerksam verfolgt. Es steht viel auf dem Spiel. In der Tat, ein britischer Beamter, der die Verhandlungen leitete, versicherte mir unmissverständlich, dass aus diesen Gesprächen etwas sehr Substanzielles hervorgehen würde. Das sind vielversprechende Neuigkeiten. Welche konkreten Vorteile wurden während der Verhandlungen besprochen? Der Beamte erwähnte mögliche Wirtschaftshilfen und Handelsabkommen, die die Beziehungen verbessern könnten. Eine Stärkung der Handelsbeziehungen könnte beiden beteiligten Parteien erhebliche Vorteile bringen. Absolut. Wirtschaftliche Zusammenarbeit führt oft zu gegenseitigem Wohlstand. Ich glaube, dass Handelsabkommen auch Arbeitsplätze schaffen können. Ja, ein verstärkter Handel kann das Wachstum in verschiedenen Sektoren ankurbeln. Wurden während der Gespräche irgendwelche Bedenken geäußert? Einige Beamte äußerten ihre Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften und der Transparenz. Das ist eine berechtigte Sorge. Transparenz fördert das Vertrauen zwischen den Verhandlungspartnern. Richtig. Der britische Beamte betonte die Notwendigkeit klarer Richtlinien für das weitere Vorgehen. Ich schätze Ihr Engagement für die Wahrung der Verantwortlichkeit. Es ist unerlässlich für den Erfolg jeder Vereinbarung. Wie glauben Sie, nimmt die Öffentlichkeit diese Verhandlungen wahr? Die öffentliche Meinung scheint verhalten optimistisch zu sein. Viele hoffen auf ein positives Ergebnis. Es ist wichtig, dass sich die Öffentlichkeit bei solch wichtigen Entscheidungen einbezogen fühlt. Ja, Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit kann die Unterstützung für die Vereinbarung stärken. Welche weiteren Schritte sind nach diesen Verhandlungen zu erwarten? Es wird voraussichtlich ein Umsetzungsrahmen geschaffen, der die Vereinbarungen konkretisiert. Die Schaffung eines klaren Rahmens ist für den Erfolg entscheidend. Ich gehe außerdem davon aus, dass die Öffentlichkeit regelmäßig über Neuigkeiten informiert wird. Das wird dazu beitragen, mögliche Bedenken während des Prozesses auszuräumen. Kommunikation wird für das Erwartungsmanagement unerlässlich sein. Haben Sie bedacht, welche Auswirkungen dieses Abkommen auf die internationalen Beziehungen haben könnte? Absolut. Verbesserte Beziehungen können zu mehr Zusammenarbeit bei globalen Problemen führen. Themen wie Klimawandel und Sicherheit sind wichtige Bereiche für die Zusammenarbeit. Partnerschaften fördern in der Tat stärkere Reaktionen auf globale Herausforderungen. Ich hoffe, die Verhandlungen führen zu einem dauerhaften Wandel. Ich teile deine Hoffnung, Anna. Nachhaltiger Wandel erfordert das Engagement aller Beteiligten. Es ist aufregend, Geschichte Liebe mitzuerleben. Ja, die Teilnahme an diesem Prozess kann einen tiefgreifenden Einfluss auf die Zukunft haben. Ich freue mich darauf, die Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen. Gemeinsam können wir uns über diesen entscheidenden Weg zum Fortschritt auf dem Laufenden halten. Lektion 2: Die perfekte gemütliche Ecke gestalten. Guten Tag, Anna. Hast du schon darüber nachgedacht, wie wir unseren Lesebereich verschönern könnten? Guten Tag, John. Ja, ich habe über einige Ergänzungen nachgedacht, um es einladender zu gestalten. Ich glaube, ein kleiner Beistelltisch für Bücher oder ein heißes Getränk würde die gemütliche Ecke perfekt abrunden. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Ein Beistelltisch wäre praktisch und komfortabel.
Genau, so kann ich beim Lesen viel einfacher mein Lieblingstier genießen. Ich kann mir vorstellen, es mir mit einem Buch und einem warmen Getränk neben mir gemütlich zu machen. Das trägt doch zur insgesamt entspannenden Atmosphäre bei, nicht wahr? In der Tat. Eine gemütliche Ecke sollte sich intim und beruhigend anfühlen. Welchen Beistelltischstil stellen Sie sich für unseren Raum vor? Ich stelle mir einen Holztisch vor, vielleicht mit einer rustikalen Oberfläche, die zur Einrichtung passt. Eine rustikale Look würde wunderbar zu unseren vorhandenen Möbeln passen. Es würde einen Hauch von Wärme verleihen und das behagliche Gefühl verstärken. Sollten wir auch eine Lampe für zusätzliche Beleuchtung in Betracht ziehen? Eine Lampe würde das Ambiente sicherlich verbessern, insbesondere zum abendlichen Lesen. Ein sanftes Licht würde eine friedliche Atmosphäre schaffen. Ja, das würde dazu beitragen, die Augenbelastung beim nächtlichen Lesen zu minimieren. Haben Sie auch schon über die Einbeziehung einiger dekorativer Elemente nachgedacht? Das ist ein ausgezeichneter Gedanke. Vielleicht könnten ein paar kleine Pflanzen eine natürliche Note hinzufügen. Pflanzen erhellen jeden Raum und reinigen die Luft. Ich könnte auch noch ein paar dekorative Lesezeichen auf den Beistelltisch stellen. Das würde sowohl einem funktionalen als auch einem ästhetischen Zweck dienen. Mir gefällt die Idee, unserer gemütlichen Ecke eine persönliche Note zu verleihen. Persönliche Details verleihen dem Raum ein ganz individuelles, persönliches Flair. Wie wäre es mit Kissen oder einer Decke? Das würde den Komfort erhöhen. Ja, weiche Kissen und eine warme Decke würden uns zum Entspannen einladen. Ich könnte eine farbenfrohe Decke finden, um den Bereich etwas aufzupeppen. Ein Farbtupfer wäre erfrischend und fröhlich. Vergessen wir nicht die Bücher selbst. In der Tat, es ist unerlässlich, unsere Lieblingsbücher griffbereit zu haben. Ich freue mich darauf, meine Kollektion in unserer gemütlichen Ecke zu präsentieren. Diese Ecke wird sich in einen Zufluchtsort für uns beide verwandeln. Ich stelle mir vor, es wäre ein perfekter Ort für ruhige Besinnung und Genuss. Die Schaffung eines solchen Raums wird unser allgemeines Wohlbefinden steigern. Da stimme ich zu. Sich in einer gemütlichen Leseecke mit Büchern zu beschäftigen, bereitet Freude. Sollen wir einen Tag einplanen, um alle benötigten Dinge zusammenzusuchen? Ja, das wäre ein toller Ausflug. Ich freue mich schon darauf. Gemeinsam können wir unsere gemütliche Ecke Wirklichkeit werden lassen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie alles zusammenpasst. Das wird bestimmt unser Lieblingsplatz im Haus. Lektion 3: Vorbereitung auf eine Reise mit Haustieren. Guten Morgen, Anna. Bist du bereit für unsere Reise? Guten Morgen, John. Ich glaube, ich bin bereit, aber ich muss auch noch für meine Katze packen. Das Packen für ein Haustier kann kompliziert sein. Was möchten Sie mitnehmen? Ich habe bereits eine Transportbox für Haustiere in meine Packliste aufgenommen. Das ist unerlässlich, wenn man mit einer Katze reist. Es gewährleistet ihre Sicherheit. Ja, ich lege bei Reisen immer größten Wert auf ihren Komfort. Sollten Sie auch Futter für Ihre Katze mitbringen? Syluf, ich plane, genügend Essen für die gesamte Reise einzupacken. Das ist klug. Ausreichend Nahrung beugt Stress vor. Ich muss auch ihre Lieblingsleckerlis mitbringen. Die können beruhigend auf Haustiere wirken.
Leckerlis können das Erlebnis für Ihre Katze angenehmer machen. Soll ich auch Wasser mitbringen? Ja, es ist unerlässlich, ausreichend Wasser mitzunehmen. Flüssigkeitszufuhr ist auf Reisen wichtig. Ich werde der Einfachheit halber einen tragbaren Wassernapf einpacken. Das ist sehr praktisch. Haustiere können durstig werden, besonders auf langen Reisen. Gibt es noch andere Dinge, die ich Ihrer Meinung nach unbedingt berücksichtigen sollte? Zur Entspannung können Sie eine kleine Decke oder ein Spielzeug mitbringen. Das ist eine tolle Idee. Vertraute Gegenstände können helfen, Ängste abzubauen. Außerdem sollten Sie eine Leine dabei haben, wenn Sie Ihre Katze mit nach draußen nehmen möchten. Ich habe derzeit ein Geschirr und eine Leine für Ausflüge ins Freie bereit. Perfekt. Wenn Sie dafür sorgen, dass Ihre Katze sicher untergebracht ist, kann sie gefahrlos die Welt erkunden. Ich werde auch die Reisebestimmungen für die Mitnahme von Haustieren an unser Reiseziel überprüfen. Das ist eine kluge Entscheidung. Das Verständnis dieser Regeln ist für eine reibungslose Reise unerlässlich. Ich schätze deine hilfreichen Ratschläge immer sehr, John. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Reisen mit Haustieren kann eine bereichernde Erfahrung sein. Ja, ich genieße es, Abenteuer mit meinem pelzigen Freund zu teilen. Ihre Katze wird Ihre Bemühungen, es ihr so angenehm wie möglich zu machen, sicherlich zu schätzen wissen. Das hoffe ich. Ich möchte, dass sie sich während der Reise entspannt fühlen. Ein entspanntes Haustier sorgt oft für ein angenehmeres Erlebnis für alle. Ich werde jetzt alles organisieren, damit ich nichts vergesse. Das klingt nach einem vernünftigen Plan. Gute Vorbereitung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Reise. Ich freue mich sehr auf unsere Reise und noch mehr darauf, sie mit meiner Katze zu teilen. Das wird mit Sicherheit ein Abenteuer voller unvergesslicher Erinnerungen. Lektion 4: Die Bedeutung professioneller Kleidung. Guten Morgen, Anna. Bist du gut vorbereitet für das große Meeting nächste Woche? Guten Morgen, John. Ja, ich plane, mich für den Anlass professionell zu kleiden. Das ist eine kluge Entscheidung. Professionelle Kleidung hinterlässt oft einen positiven Eindruck. Selbstverständlich. Ich glaube, dass der erste Eindruck eine entscheidende Rolle spielt. Ich stimme zu. Ich werde einen Anzug tragen, um mein Engagement und meine Ernsthaftigkeit zu unterstreichen. Ein Anzug vermittelt Selbstbewusstsein und Professionalität. Sie werden elegant aussehen. Danke, Anna. Hast du schon ein bestimmtes Outfit für das Treffen im Sinn? Ich überlege, einen taillierten Blazer mit einer taillierten Hose zu tragen. Das klingt elegant und angemessen. Denken Sie auch daran, eine Bluse zu tragen? Ja, ich plane, eine klassische weiße Bluse zu tragen. Sie ist zeitlos und vielseitig. Eine weiße Bluse passt zu fast jedem Outfit. Sie ist eine ausgezeichnete Wahl. Ich möchte sicherstellen, dass ich mich als kompetente und zuverlässige Person präsentiere. Ihre Kleidung kann einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie andere sie wahrnehmen. Ich möchte mich auch in meiner Kleidung während des Meetings wohlfühlen. Komfort ist unerlässlich. Wenn Sie sich wohlfühlen, können Sie sich auf Ihre Präsentation konzentrieren. Ich strebe bei meinem Outfit eine Balance zwischen Stil und Praktikabilität an. Das ist ein kluger Ansatz. Denken Sie auch an Zubehör?
Ich denke daran, schlichten, aber eleganten Schmuck zu tragen, vielleicht Ohrstecker. Das würde Ihren Look ergänzen, ohne abzulenken. Ja, ein subtiler Akzent kann die Professionalität steigern. Und deine Schuhe? Hast du schon ein bestimmtes Paar im Auge? Die plane, klassische Pumps zu tragen. Sie sind sowohl stilvoll als auch professionell. Pumps können Selbstbewusstsein ausstrahlen, besonders in Kombination mit maßgeschneiderter Kleidung. Da stimme ich zu. Es ist unerlässlich, dass jedes Detail übereinstimmt. Wie empfinden Sie das Treffen an sich? Ich bin aufgeregt, aber auch etwas nervös. Ich möchte meine Ideen klar vermitteln. Gute Kleidung kann Ihr Selbstvertrauen bei solchen Anlässen stärken. Ich glaube, es kann auch meine Nerven beruhigen. Die Wahl des richtigen Outfits ist ein wichtiger Bestandteil für eine gelungene Präsentation. Ja, es trägt zu meiner allgemeinen Vorbereitung auf das Meeting bei. Ich bin sicher, dass Sie auf alle Anwesenden einen positiven Einfluss haben werden. Vielen Dank für deine Ermutigung, John. Das bedeutet mir sehr viel. Ich bin gespannt darauf, wie gut Sie Ihre Ideen präsentieren werden. Gemeinsam können wir ein professionelles Umfeld schaffen, das Erfolg fördert. Absolut. Ein angemessenes Outfit gibt der gesamten Besprechung die richtige Atmosphäre. Lektion 5: Das Vermächtnis der Familie Alcott. Guten Morgen, Anna. Hast du schon einmal etwas über die Familie Alcott gelesen? Guten Morgen, John. Ja, ich habe einige faszinierende Geschichten darüber gelesen. Ihre Geschichte ist wirklich bemerkenswert. Die Autorin Louisa May Alcott führte ein faszinierendes Leben. In der Tat, sie ernährte ihre Familie mit ihren schriftstellerischen Leistungen. Das ist wirklich inspirierend. Sie übernahm auch die Verantwortung für die Betreuung ihrer 4 Schwestern. Das muss eine anspruchsvolle Aufgabe gewesen sein. Einen Haushalt zu führen erfordert viel Mühe. Absolut. Louisa spielte eine wichtige Rolle bei der Unterstützung ihrer Familie. Ich bewundere ihren Einsatz. Oftmals übernahm sie den Großteil der Arbeit bei der Pflege ihrer Schwestern. Ja, ihre Lebenserfahrungen haben ihr Schreiben stark beeinflusst. Ich kann erkennen, wie ihre Verantwortung für die Familie ihren Charakter geprägt hat. Little Woman ist eine wunderbare Darstellung ihres Lebens mit ihren Schwestern. Die Charaktere finden bei vielen Lesern Anklang. Sie veranschaulichen die Freuden und Herausforderungen der Schwesternschaft. Ich glaube, die Bindung zwischen den Schwestern spiegelt Louisas reale Lebenserfahrungen wider. Wie hat ihre Erziehung ihre Sichtweise auf die Rolle der Frau beeinflusst? Louisa setzte sich in ihren Werken für die Rechte und die Unabhängigkeit der Frauen ein. Das war für ihre Zeit ziemlich fortschrittlich. Sie ebnete den Weg für zukünftige Generationen. Ihr Entschluss, über das Innenleben von Frauen zu schreiben, war bahnbrechend. Es war erfrischend, weibliche Charaktere mit Tiefe und Ambitionen zu sehen. Viele Leser finden Inspiration in ihren Geschichten. Sie ermutigen zu Widerstandsfähigkeit und Mut. Es ist faszinierend, wie ihre persönlichen Herausforderungen ihre Überzeugungen geprägt haben. Ja, ihr Engagement für Familie und Pflicht blieb ein zentraler Bestandteil ihres Schreibens. Wie bewältigte die Familie Alcott ihre Finanzen in schwierigen Zeiten?
Die Familie hatte oft mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Luisa arbeitete unermüdlich, um für den Lebensunterhalt zu sorgen. Es ist herzerwärmend zu sehen, wie sie ihre Leidenschaft und ihre Verantwortung in Einklang gebracht hat. Ihr Tatendrang verdeutlicht, wie wichtig Durchhaltevermögen in schwierigen Zeiten ist. Ich frage mich, wie sich die Dynamik zwischen den Schwestern im Laufe der Zeit entwickelt hat. Ihre Beziehungen reiften, ebenso wie ihr Verständnis für die Komplexität des Lebens. Es muss eine wunderschöne Verwandlung gewesen sein, voller Lachen und Herausforderungen. Ja, sie blieben trotz ihrer unterschiedlichen Lebenswege eng verbunden. Die Alcott-Schwestern verkörpern wahrhaftig die Stärke familiärer Bindungen. Ihr Vermächtnis inspiriert weiterhin Leser auf der ganzen Welt. Ich freue mich darauf, Little Woman wiederzusehen. Der Film wirkt zeitlos. Jede Lektüre offenbart neue Einblicke in ihr Leben und ihre Kämpfe. Danke, John, dass du mit dir über die Familie Alcott gesprochen hast. Es macht mir immer wieder Freude, mit dir, Anna, solch reiche Geschichten zu entdecken. Lektion 6: Die Bedeutung von Professionalität. Guten Abend, Anna. Ist Ihnen aufgefallen, wie sehr sich manche Kollegen auf ihre Arbeit konzentrieren? Guten Abend, John. Ja, das sehe ich auch. Ihr Engagement ist beeindruckend. Ich verstehe, warum Sie am Arbeitsplatz wichtig sind. Sie tragen wesentlich zum Erfolg des Teams bei. Tatsächlich führt Ihr Engagement oft zu herausragenden Ergebnissen. Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach Ihre Fokussierung auf das gesamte Arbeitsumfeld aus? Wenn Einzelpersonen engagiert sind, motiviert das andere, ihre Leistung zu steigern. Genau. Ein fokussiertes Team fördert eine Kultur der Produktivität und Exzellenz. Darüber hinaus fördert es die Zusammenarbeit und Innovation innerhalb des Teams. Das ist ein entscheidender Aspekt. Teamarbeit gedeiht in Umgebungen, in denen die Menschen mit Leidenschaft bei der Sache sind. Ich schätze es sehr, wie zielstrebige Menschen oft ihr Wissen teilen. Der Austausch von Fachwissen ist für alle von Vorteil und fördert die Kompetenzentwicklung. Ich habe außerdem den Eindruck, dass fokussierte Mitarbeiter Herausforderungen eher annehmen. Ja, sie sehen Herausforderungen eher als Wachstumschancen denn als Hindernisse. Ihre Sichtweise fördert eine proaktive Denkweise im Team. Haben Sie konkrete Beispiele für diese Herangehensweise in der Praxis beobachtet? Mir fiel ein Kollege auf, der trotz Rückschlägen weiterhin entschlossen war, die Projektziele zu erreichen. Das ist lobenswert. Beharrlichkeit führt oft zu Durchbrüchen. Ich glaube, dass eine solche Entschlossenheit andere dazu inspiriert, eine ähnliche Haltung einzunehmen. Ja, Führung durch Vorbild ist sehr wirkungsvoll, um eine geeinte Front zu schaffen. Welche Eigenschaften sind Ihrer Meinung nach unerlässlich, um die Konzentration aufrechtzuerhalten? Ein gutes Zeitmanagement und eine effektive Priorisierung sind entscheidend. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Diese Fähigkeiten ermöglichen es dem Einzelnen, seine Energie sinnvoll einzusetzen. Darüber hinaus ist die Beseitigung von Ablenkungen unerlässlich für die Aufrechterhaltung der Konzentration. Das kann eine Herausforderung sein, insbesondere an Arbeitsplätzen mit hohem Arbeitsaufkommen. Die Umsetzung von Strategien, wie beispielsweise das Setzen konkreter Ziele, kann helfen, Ablenkungen entgegenzuwirken. Regelmäßige Zielsetzung kann Mitarbeitern Orientierung geben und ihnen ein Gefühl der Richtung vermitteln.
Dieser Ansatz kann auch die allgemeine Verantwortlichkeit verbessern. Ich freue mich darauf zu sehen, wie unsere Kollegen ihre Konzentration weiter verbessern können. Es wird spannend sein, das Wachstum und die Entwicklung unseres Teams mitzuerleben. Professionalität ist entscheidend für den Erfolg des Einzelnen und des Teams. Absolut. Lasst uns weiterhin gegenseitig in unseren Bemühungen um mehr Fokus unterstützen. Gemeinsam können wir ein engagierteres und produktiveres Arbeitsumfeld schaffen. Ich freue mich auf die Wirkung, die wir als vereintes Team erzielen können. Lektion 7: Johns künstlerische Leidenschaft entdecken. Guten Tag, Anna. Haben Sie schon einmal eines meiner Gemälde gesehen? Guten Tag, John. Ich habe Sie nicht gesehen, aber ich habe von Ihrem Hobby gehört. Ja, mein Hobby ist Malen. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf die Ölmalerei. Das klingt faszinierend. Malerei ermöglicht satte Farben und Texturen. Absolut. Ich liebe die Leuchtkraft der Farben, die mit Ölfarben erzielt werden können. Malst du schon lange? Ich habe vor einigen Jahren mit dem Malen angefangen, aber es ist zu einer Leidenschaft geworden. Es ist wunderbar zu sehen, wie Hobbys sich zu etwas Sinnvollem entwickeln können. Da stimme ich zu. Es bereitet mir große Freude, meine Gedanken und Gefühle durch Kunst auszudrücken. Hast du ein Lieblingsmotiv zu malen? Ich male sehr gerne Landschaften. Die Natur inspiriert mich sehr. Landschaften können so faszinierend sein. Sie vermitteln ein Gefühl von Frieden. Ja, sie erlauben mir auch, mit unterschiedlichem Licht und Schatten zu experimentieren. Haben Sie Ihre Gemälde jemals öffentlich ausgestellt? Ja, habe ich. Ich habe an einer lokalen Kunstmesse teilgenommen. Das muss ein aufregendes Erlebnis gewesen sein. Wie ist es gelaufen? Ich war anfangs nervös, aber es hat sich als eine bereichernde Erfahrung herausgestellt. Ich kann mir vorstellen, wie befriedigend es ist, seine Arbeit mit anderen zu teilen. Es war unglaublich zu sehen, wie Leute meine Kunst schätzten. Ich habe sogar einige meiner Gemälde verkauft. Das ist eine fantastische Leistung. Das muss sich sehr bestätigend anfühlen. Das stimmt wirklich. Zu wissen, dass andere meine Arbeit genießen, ist sehr erfüllend. Erhalten Sie oft Feedback zu Ihren Gemälden? Ja, ich schätze konstruktive Kritik. Sie hilft mir, mich als Künstler weiterzuentwickeln. Das ist eine wunderbare Einstellung. Sie zeigt Ihr Engagement für Verbesserungen. Ich glaube, dass mich jedes Gemälde etwas Neues lehrt. Gibt es Künstler, die Ihre Arbeit inspirieren? Absolut. Ich bewundere die Werke von Vincent van Gogh und Claude Monet. Beide haben einen so einzigartigen Stil. Ihre Farbwahl ist faszinierend. Ja, sie haben ein besonderes Talent dafür, Emotionen und Schönheit in ihrer Kunst einzufangen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einen formalen Kunstkurs zu besuchen? Ich habe darüber nachgedacht. Eine formale Ausbildung könnte meine Fähigkeiten weiter verfeinern. Es könnte Ihnen wertvolle Techniken zur Verbesserung Ihrer Gemälde vermitteln. Ich stelle mir vor, dass es inspirierend wäre, von erfahrenen Künstlern zu lernen. Workshops und Kurse können auch die Vernetzung mit anderen Künstlern fördern. Das wäre von Vorteil. Der Austausch von Erfahrungen kann zu neuen Ideen führen.
Ich würde sehr gerne mehr von Ihren Arbeiten sehen. Vielleicht könnten Sie eine kleine Ausstellung veranstalten. Das ist eine interessante Idee, Anna. Ich werde das in Zukunft in Betracht ziehen. Ich glaube, Sie haben das Talent, es einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Vielen Dank für Ihre Ermutigung. Kunst bereichert mein Leben ungemein. Ich freue mich darauf, Ihren künstlerischen Werdegang zu verfolgen. Lasst uns gemeinsam weiterhin die Schönheit von Kunst und Kreativität entdecken. Lektion 8: Der Erweiterung des Kundenstands. Guten Tag, Anna. Haben Sie unsere Marketingstrategie für die neue Produktlinie bereits in Betracht gezogen? Guten Tag, John. Ja, ich glaube, wir müssen kreative Ansätze erforschen. Das ist eine gute Idee. Innovative Strategien könnten einen breiteren Kundenstamm ansprechen. Ruf. Die Gewinnung unterschiedlicher demografischer Gruppen ist für unser Wachstum unerlässlich. Welche konkreten Strategien haben Sie im Sinn, die ein breiteres Publikum ansprechen könnten? Wir könnten Social-Media-Marketing effektiver nutzen. Soziale Medien bieten ein enormes Potenzial, verschiedene Kundensegmente zu erreichen. Eine gezielte Werbekampagne könnte unsere Produkte bestimmten Zielgruppen präsentieren. Darüber hinaus kann ansprechender Content dazu beitragen, Begeisterung für unsere Marke zu wecken. Ich finde die Idee gut, interaktive Werbeaktionen oder Wettbewerbe online durchzuführen. Wettbewerbe binden Kunden ein und steigern gleichzeitig die Markenbekanntheit deutlich. Wir könnten auch mit Influencern zusammenarbeiten, um unsere Reichweite zu vergrößern. Die Zusammenarbeit mit Influencern verleiht unseren Produkten oft mehr Glaubwürdigkeit. Durch Ihre Unterstützung können wir unsere Marke Ihren treuen Anhängern vorstellen. Wie wäre es mit Partnerschaften mit anderen Marken, die zu unseren Werten passen? Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Kooperationen können für beide Marken gegenseitige Vorteile schaffen. Gemeinsame Marketingmaßnahmen könnten zudem die Kosten senken und gleichzeitig die Bekanntheit steigern. Ich habe erlebt, wie erfolgreiche Kooperationen zu Umsatzsteigerungen und einer erhöhten Markenbekanntheit geführt haben. Ja, und es fördert die Vernetzung verschiedener Marken und ihrer Zielgruppen. Wir sollten auch eine Diversifizierung unserer Produktpalette in Betracht ziehen, um unterschiedlichen Vorlieben gerecht zu werden. Durch die Erweiterung unseres Produktangebots könnten wir neue Kunden gewinnen, die Wert auf Vielfalt legen. Ich stimme zu. Marktforschung kann wertvolle Einblicke in die Kundenbedürfnisse liefern. Wenn wir unsere Kundenbasis verstehen, können wir sie besser bedienen. Was halten Sie von der Organisation von Veranstaltungen zur Verkaufsförderung unserer Produkte? Die Ausrichtung von Veranstaltungen kann eine persönliche Verbindung zu unseren Kunden schaffen. Interaktive Erlebnisse ermöglichen es Kunden, direkt mit unserer Marke in Kontakt zu treten. Ich glaube, es stärkt die Kundenbindung und fördert Weiterempfehlungen. Das ist so gemein wichtig. Zufriedene Kunden teilen oft ihre positiven Erfahrungen. Ich freue mich darauf, weitere Ideen zu entwickeln, wie wir unsere Reichweite vergrößern können. Gemeinsam können wir eine umfassende Strategie entwickeln, die effektiv funktioniert. Ich bin gespannt, wie diese Initiativen dazu beitragen werden, unseren Kundenstamm zu vergrößern. Lektion 9: Den nördlichen Park entdecken. Guten Tag, Anna. Hast du den neuen Park in unserer Nachbarschaft schon besucht? Guten Tag, John. Ja, ich war letztes Wochenende dort.
Es war wunderschön. Ich habe gehört, dass es dort Wanderwege gibt. Wie waren die denn? Die Wanderwege sind gut gepflegt und bieten eine wunderschöne Landschaft. Das klingt einladend. Welche Bäume und Pflanzen hast du gesehen? Es gibt verschiedene Arten, darunter Eichen- und Auenbäume. Die Blüten sind farbenprächtig. Das muss ein wunderbarer Ort sein, um zu entspannen und die Natur zu genießen. Sluf. Ich habe beim Wandern auf den Pfaden ein Gefühl von Frieden empfunden. Ist Ihnen aufgefallen, ob viele Menschen den Park genossen haben? Ja, viele Familien vergnügten sich unterwegs. Ich habe gehört, dass Sie auch einen Spielplatz haben. Wie sah der aus? Der Spielplatz ist fantastisch. Er ist mit modernen Schaukeln und Rutschen ausgestattet. Das klingt toll für Familien mit kleinen Kindern. Tatsächlich, mehrere Kinder spielten vergnügt. Ihr Lachen trug zur fröhlichen Atmosphäre bei. Ein Spielplatz stärkt das Gemeinschaftsgefühl in einem Park. Mir fiel auf, dass viele Leute auf der Wiese picknickten. Ein Picknickbereich lädt zum geselligen Beisammensein und zum Genießen der Zeit im Freien ein. Ja, die Leute hatten Decken ausgebreitet und leckeres Essen mitgebracht. Haben Sie ein Picknick gemacht oder einfach nur die Atmosphäre genossen? Ich hatte kein Picknick dabei, hätte es aber gern gehabt. Nächstes Mal bringe ich ein paar Snacks mit. Das würde das Erlebnis noch schöner machen. Ich plane, ein paar Freunde zu einem Picknick im Park einzuladen. Das klingt herrlich. Das wäre eine wunderbare Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen. Wir könnten nach dem Essen auch die Wanderwege erkunden. Durch die Kombination verschiedener Aktivitäten wird daraus ein ganzer Tag voller Spaß und Entspannung. Ich kann es kaum erwarten, zurückzukehren und den Park wieder zu erleben. Vielleicht könnten wir gemeinsam ein Picknick organisieren. Das fände ich toll. Lass es uns bald planen. Wir können auch andere Mitglieder unserer Gemeinde einladen. Vielleicht gefällt es ihnen ja auch. Das würde sicherlich ein Gefühl der Zusammengehörigkeit unter den Nachbarn fördern. Orte wie dieser Park fördern soziale Kontakte, was wichtig ist. Da stimme ich zu. Zeit im Freien zu verbringen, kann unser Wohlbefinden steigern. Es freut mich zu hören, dass Ihnen Ihr Besuch gefallen hat. Danke, John. Ich freue mich auf viele weitere unvergessliche Erlebnisse dort. Lasst uns unseren nächsten Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Lachen, gutem Essen und Natur machen. Lektion 10. Marketing-Kooperationen erkunden. Guten Morgen, Anna. Ich hoffe, es geht dir gut. Guten Morgen, John. Mir geht es gut, danke. Was beschäftigt dich heute? Ich wollte unsere Diskussion über die Erweiterung unserer Geschäftsstrategien noch einmal aufgreifen. Das klingt vernünftig. Welche konkreten Bereiche ziehen Sie in Betracht? Ich glaube, wir sollten über mögliche Marketingkooperationen sprechen. Durch Kooperationen können wir unsere Reichweite deutlich vergrößern. Ich bin offen dafür, dies weiter zu erörtern. Großartig. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Marken können wir unsere Produkte neuen Zielgruppen vorstellen. Ja, und es kann ein Gemeinschaftsgefühl unter gleichgesinnten Unternehmen schaffen.
Absolut. Gemeinsame Anstrengungen könnten auch die individuellen Marketingkosten senken. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Sollen wir potenzielle Marken für eine Kontaktaufnahme auflisten? Ich habe einige Unternehmen im Sinn, die gut zu unseren Werten passen. Ich freue mich über Ihre Vorschläge. Eine Marke, die besonders hervorsticht, ist EcoStyle. Sie konzentrieren sich auf nachhaltige Produkte. EcoStyle würde hervorragend passen. Ihre Zielgruppe entspricht unserer Zielgruppe. Genau. Ihr Engagement für Nachhaltigkeit deckt sich mit unserer Markenphilosophie. Welche Art von Zusammenarbeit stellen Sie sich mit Ihnen vor? Vielleicht eine gemeinsame Kampagne, die beide Produkte in den Vordergrund stellt. Das könnte Aufmerksamkeit erregen und Interesse beider Kundengruppen wecken. Wie wäre es mit der Organisation einer gemeinsamen Veranstaltung zur Förderung der Kampagne? Eine gemeinsame Veranstaltung würde unseren Kunden unvergessliche Erlebnisse bieten. Wir könnten Produktproben beider Marken anbieten. Das würde die Teilnehmer ansprechen. Die Idee gefällt mir. Werbegeschenke könnten das Engagement ebenfalls steigern. Ja, jeder liebt ein gutes Gewinnspiel. Es fördert das Teilen in sozialen Netzwerken. Gibt es noch andere Marken, die wir Ihrer Meinung nach kontaktieren sollten? Ich habe auch Trendy Home, ein beliebtes Unternehmen für Wohndekoration, in Betracht gezogen. Trendy Home hat eine große Anhängerschaft. Eine Zusammenarbeit mit ihnen könnte großartige Ergebnisse liefern. Wir könnten eine besondere Kollektion kreieren, die unsere Stile wirkungsvoll miteinander verbindet. Das klingt spannend. Die Synergie zwischen unseren Produkten könnte für Aufsehen sorgen. Darüber hinaus passt ihre Ästhetik hervorragend zu unserem Marquis-Marke. Sollen wir einen Vorschlag für beide Marken ausarbeiten? Ja, ein gut durchdachter Vorschlag könnte die Vorteile der Zusammenarbeit hervorheben. Wir sollten gegenseitiges Wachstum und gemeinsame Zielgruppen in den Vordergrund stellen. Ich werde einen vorläufigen Entwurf für den Vorschlag erstellen. Sobald Sie das getan haben, können wir es gemeinsam verfeinern, bevor wir uns melden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in dieser Angelegenheit. Gemeinsam können wir wirkungsvolle Partnerschaften aufbauen, die unsere Markenbekanntheit steigern. Absolut. Die Zukunft sieht mit diesen potenziellen Kooperationen vielversprechend aus. Lektion 11: Die Kunst des Fehlbrandings. Guten Tag, Anna. Ich habe über die Identität unserer Marke nachgedacht. Guten Tag, John. Welche konkreten Aspekte beziehen Sie mit ein? Ich überlege, ob ein Rebranding in dieser Phase notwendig ist. Das ist ein guter Punkt. Ein Rebranding kann unserem Image neues Leben einhauchen. Genau. Das könnte neue Kunden anlocken und das Interesse bestehender Kunden neu entfachen. Haben Sie irgendwelche Anzeichen bemerkt, die auf einen Veränderungsbedarf hindeuten? Ich habe einen Rückgang des Engagements auf unseren Social-Media-Plattformen festgestellt. Das ist besorgniserregend. Die Interaktion mit unserer Zielgruppe online ist entscheidend für die Markentreue. Ja, eine Auffrischung unserer Markenidentität könnte uns helfen, besser mit unserer Zielgruppe in Kontakt zu treten. Eine überarbeitete visuelle Identität könnte unsere Marke attraktiver machen. Welche Aspekte des Rebrandings halten Sie für die wichtigsten zu berücksichtigen? Zunächst sollten wir unser Logo und unser Farbschema bewerten.
Diese Elemente beeinflussen den ersten Eindruck maßgeblich. Darüber hinaus könnten wir unsere Botschaften überdenken, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Trends entsprechen. Eine starke Botschaft kann emotionale Bindungen zu Kunden herstellen. Haben Sie schon darüber nachgedacht, wie wir die Effektivität eines Rebrandings messen können? Das ist eine wichtige Frage. Wir müssen klare Erfolgskriterien festlegen. Vielleicht wäre die Erfassung des Social-Media-Engagements ein guter Anfang. Ja, wir könnten den Anstieg der Followerzahlen und Interaktionen messen. Umfragen könnten auch dazu beitragen, die Kundenwahrnehmung vor und nach dem Rebranding zu ermitteln. Das direkte Einholen von Kundenfeedback liefert unschätzbare Erkenntnisse. Darüber hinaus wird uns die Überwachung der Verkaufsdaten zeigen, ob sich das Rebranding auf den Umsatz auswirkt. Absolut. Verbesserte Verkaufszahlen würden zeigen, dass unsere Bemühungen erfolgreich sind. Wir sollten auch die Festlegung konkreter Ziele für Kundenbindung und Umsatz in Betracht ziehen. Konkrete Ziele helfen uns, fokussiert zu bleiben und Fortschritte zu bewerten. Ich stelle mir vor, dass wir eine umfassende Analyse durchführen, bevor wir irgendwelche Änderungen vornehmen. Das würde sicherstellen, dass unsere Entscheidungen auf fundierten Informationen beruhen. Ich bin begeistert vom Potenzial einer Rebranding-Initiative. Ich auch. Das könnte die Präsenz unserer Marke auf dem Markt grundlegend verändern. Gemeinsam können wir eine überzeugendere und relevantere Markenidentität schaffen. Ich freue mich darauf, diesen Transformationsprozess mit Ihnen gemeinsam zu beschreiten.